Weil wir mit unserem Auto auch ganz gerne im Dunkeln fahren, brauchen wir also auch Licht. Wir haben uns hier entschieden für so 100 Watt LEDs, was schon sehr, sehr viel ist. Manche Leute bauen das sich so Power Flashlights oder so, da findet man ganz viele Videos. Die ganz Verrückten tun die auf Wasser kühlen. Wir haben das hier luftgekühlt. Hier ist so ein alter PC-Kühlkörper drin. Genau, hier drunter ist diese LED, dieses flache Panel da drunter, das weiße. Und da oben drauf ist diese Linse, weil diese LED hat einen sehr breiten Abstrahlwinkel und kommt deswegen auch nicht besonders weit. Und gerade bei einem Auto, wenn man fährt, will man eher in die Ferne gucken. Deswegen ist da eine 60 Grad Sammellinse drauf. Das heißt, der Lichtkegel soll so gebündelt sein in 60 Grad. Das funktioniert nicht ganz so gut. Auf den Bildern sieht man das schon ziemlich breit streut, aber wir kommen auf jeden Fall deutlich weiter mit dem Lichtkegel als ohne Linse. Das Ganze ist hier auf dem Kühlkörper, wie gesagt. Das muss gekühlt werden, weil die wird richtig heiß. Wenn man da keinen Kühlkörper drin macht, dann brennt die halt einfach ab. Die ist nach 30 Sekunden ist die kaputt oder so. Also hier an den beiden Kabeln ganz normal plus minus 12 Volt, dann dreht der Lüfter sich. Und an dem gelben Kabel kommt nochmal ein Signal für die Geschwindigkeit des Lüfters. Im PC wird das benutzt, um den Lüfter ein bisschen leiser zu machen und so weiter. Und den zu steuern. Wir nutzen das nicht, um zu steuern, sondern wir überwachen, ob der Lüfter noch dreht. Wenn der Lüfter hier hinten drin nicht mehr dreht, dann wird das Ganze heißer und heißer. Und da wir hier keinen Temperatursensor oder so dran haben, wird dann auch die LED kaputt gehen irgendwann. Deswegen überprüfen wir hier noch, wenn die Lampen an sind, wirklich, ob auch der Lüfter dreht, auf beiden Seiten jeweils. Diese Lampen sind wie gesagt 100 Watt, aber bei 36 Volt und im Auto haben wir ja 12 Volt. 12 Volt Batterie, 12 Volt Lichtmaschine. Deswegen haben wir noch diese beiden Netzteile hier. An dem lila Draht kommen die 12 Volt von der Autobatterie rein. Und diese Netzteile machen daraus die 36 Volt und begrenzen gleichzeitig den Strom. Man kann ja bei LEDs, braucht man normalerweise immer einen Vorwiderstand, um den Strom zu begrenzen. Aber bei 100 Watt LEDs müsste dieser Vorwiderstand riesengroß sein, hat eine riesen Verlustleistung selbst. Deswegen begrenzt man da den Strom elektrisch mit den Netzteilen. Das ist ein bisschen schlauer. Und das ist dann so eingestellt, dass dieses Netzteil, wir haben es jetzt auf 2,2 Ampere begrenzt. Das heißt, wir nutzen nicht die ganzen 100 Watt der Lampe, sondern nur 80 Watt. Weil diese Lampen, die halten halt bei 100 Watt nicht besonders lang und wir wollen das ja nicht andauernd erneuern. Mal kurz zu den Preisen. Wir haben das Ganze gekauft, jetzt schon ein bisschen her, Ende 2018, aber so viel teurer wird das Ganze nicht geworden sein. Diese Netzteile, die haben jetzt beide zusammen ja, 7,50 € gekostet aus China. Die Linsen, die sind nicht so günstig, da kosten beide zusammen 5,50 € und die LEDs kosten auch so 4,50 € rum, beide jeweils. Das heißt, wir haben hier für 18 € Anschaffungskosten eine Beleuchtung gebaut, die ziemlich hell ist, mit insgesamt 160 Watt, wenn man es genau nimmt. 160 Watt LED-Leistung, das ist schon relativ hell. Das ist unser Lampengehäuse. Das besteht hauptsächlich aus 4 Teilen. Und diese 4 Teile zeige ich jetzt nochmal hier im Einzelnen. Zuerst die Abdeckung für die LED. Ganz vorne, die ist mit 4 Schrauben in den Ecken fest. Um die Schrauben abzudecken, haben wir da 4 Nupsis für gebaut. Danach kommt ein Spacer. Und dann kommt der Hauptkörper. Und in dem Hauptkörper haben wir hinten einen Luftleitkegel drin. Und dass man jetzt nochmal sieht, wie die Luft durch das Ganze durchgeht, können wir da einen Schnitt da reinlegen. Und jetzt sieht man, dass die Luft von hier oben eingesaugt wird in diesem Querschnitt, einmal um den Kegel rum, unten in unseren Lüfter, der sich hier befindet, und durch den Kühlkörper durchgesaugt wird und an der Seite wieder ausgepustet. Und das Ganze drucken wir jetzt in einem 3D-Drucker.